Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ja, wir spielen Rory McIlroy PGA Tour. Ja, das ist schon mein drittes Golfspiel auf diesem Kanal und ja, ist ganz neu rausgekommen. Dank EA Access jetzt auch schon eine Woche vor Release, was ja nächste Woche Freitag, glaube ich, sein wird, irgendwie so nächste Woche. Und ja, wir wollen uns das Ganze anschauen. Ich werde das sicherlich länger spielen, weil ich selber Golf spiele, und naja, nicht auf Profi-Niveau, also mein Handicap ist in den 20ern, 25 müsste es glaube ich sein, 25,1 irgendwie so um den Dreh. Und bin aber trotzdem sehr Golf interessiert und wir wollen uns das Spiel jetzt mal anschauen. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. So, jetzt kommt gleich noch der Hinweis, bla bla bla, 10 Stunden, genau. Und dann wollen wir einmal loslegen und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns erwartet. Das ist ja mit der Frostbite Engine, das ist ja schon mal sehr, sehr nett gemacht. Und ja, gucken wir mal. Mir ist immer ganz wichtig, dass man auch eine vernünftige Turnierstrategie hat, also ein gutes Turniermenü, einen Karrieremodus und so weiter und so fort. Und ja, ich bin auch ein bisschen heiser schon, weil ich eben gerade F1 gespielt habe. Aber das wird schon gehen. Ja, täglich eine Folge, die rauskommt, ich glaube um 13 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, dann geht's einmal los mit Rory McIlroy PGA Tour. Ja, das Ganze auf Englisch, wie man sehen kann. Ich hoffe, wenn dann das Spiel kommt, also ich habe das Spiel vorbestellt und wenn die DVD dann da ist, dann hoffe ich mal, dass es dann auf Deutsch auch möglich ist. Ansonsten ist es aber auch kein Problem hier in der Menüstruktur, dass man da Englisch hat. Das wäre auch nicht so schlimm. Limitless. The ability to break free. To experience golf in ways you never thought possible. Taking your game to levels once only dreamed of. Welcome to the next generation of golf. This is EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Hello again, everyone. This is Rich Lerner here to walk you through some lessons on how to play EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. We'll start with lessons that teach you how to set up different shots. Let's get started. So Leute, ich habe das Ganze mal weggeschnitten, war jetzt nicht wirklich was Neues, was wir da gelernt haben. Ich schreibe mir nur mal eben ganz kurz auf. Major championships, and today two of the top players in the world are set to tee off. Rory McIlroy holding a one-shot lead over Martin Kaymer. It's the final round of the U.S. Open Championship at Chambers Bay. Going into, the final round of any golf tournament with a chance to win, especially a major championship, it's a huge buzz. That's the only way I can describe it. It's the best feeling a golfer can have because you're in the mix and you're in with a chance to win one of the biggest tournaments in the world. It's an incredible feeling. It's something that you may only get to experience a handful of times in your life, so that atmosphere, you want to soak it in as much as you can and really enjoy it. Rory McIlroy coming off a strong performance yesterday, now making his way to that first tee box and looking to add another major championship trophy to his already growing collection. And Rich, there's no doubt both golfers will be nervous until they get that very first tee shot under their belt. The first tee shot is probably the most difficult because you've been thinking about that shot since the night before. Once you get that first shot out of the way, you calm down, you're a little more settled, you're not quite as anxious or nervous, and you sort of get into the rhythm of the round. You want to get off to the best start possible, and obviously that starts with that first tee shot. Well, here he is, Rory McIlroy, a past U.S. Open champion, about to tee off on what should be an historic day of golf alongside the beautiful Puget Sound.
Also ich bin ja eher für Martin Kaymer, ne? Naja gut, wir werden es trotzdem versuchen, hier zu gewinnen. So, erstmal wollen wir natürlich gucken. Okay, wir dürfen nicht gucken. Wir dürfen einfach nur schwingen. Na gut, machen wir das. Möglichst gerade natürlich. Well, the free-flowing action that we find synonymous with Rory McIlroy in display. Und even under 330 Carry ist schon eine Nummer. In the final round of the US Open and just blitzed it down the fairway. That one carried a long way, stayed up in the sky forever. Ja, aber viel wichtiger sind die Tricky Annäherungen. little shot from 145 for McIlroy. You'd imagine with a little bit of nervous energy, probably only a wedge though for Rory. Just something in between the flag and the bunkers on the right. Use the terrain of the green. So, aber noch darf man nicht wirklich hier was machen. Ich kann nicht nach vorne gucken, sondern ich darf wirklich nur schwingen und ein bisschen links-rechts machen. This is a good-looking shot. Ja, ich hätte ihn gerne weiter rechts anvisiert, aber er hat es nicht gelassen. 15 feet, so a birdie chance coming up for Rory. Opportunity to put pressure on Kaymer right out of the gate. Now it's uphill, Rich. It should, if anything, move to the right. Just depends on the speed of this putt, whether it's left edge or outside. Ja, beim Putten sehen wir quasi die Linien, dass das Ganze so ein bisschen nach rechts runterhängt und dass es ein bisschen bergauf geht, weil uns die Linien dann auch entgegenkommen. Und hiermit können wir dann mit dem Steuerkreuz dann das machen. Auch wenn das jetzt vorgegeben ist, wir werden natürlich das Putten nicht so einfach haben, wenn dann und so, dann wollen wir hier auch wieder zack und dann sitzt er. Aber ich glaube, der war jetzt auch nicht daneben zu machen, weil das immer noch so ein bisschen Tutorial hier ist. It sets the tone for the day and it gives you some positive momentum early. You see the ball go into the hole and it gives you confidence. You face a downhill putt at a US Open with greens that are as tricky as that, it just makes it even more difficult. I feel like you always face important putts no matter when it is, but obviously they're that much more important when, you know, it's the final round of a major. Now over to the second, and McIlroy with a challenging downhill putt. Frank, I know it's early, but if he drops this could really spark some momentum for the round. But this putt will be very, very quick. You've got to be careful because the ball can quite easily take off once it gets past the hole. Rory McIlroy looking to take Ja, advantage bergauf of this ist es putt. immer ein bisschen schwerer. Hier müssen wir nur diese Lichtsäulen anvisieren. Also das hat noch nicht viel mit Golfen oder dem Golfspiel hier zu tun. Wie an der Schnur gezogen, geht er natürlich rein. So second shot here at the fourth, and this one sets up pretty well for McIlroy, doesn't it, Frank? It's an easy one for him to work out. A little bit uphill, perhaps a club. And with 165 yards playing closer to 170, 175, still a birdie opportunity. So, also wieder nächstes Tutorial. Ein bisschen nach links. Ein Achtereisen und dann Vollgas. Bisschen zu weit. Jetzt waren wir schon im roten Bereich. Also der hätte ruhig ein bisschen kürzer gekonnt. Aber der kommt auch wieder. Und die nächste Birdie-Chance hier auf dem vierten Loch. So, dürfen wir hier auch wieder... Ach, guck mal, jetzt müssen wir es selber machen, okay. So langsam wird der Schwierigkeitsgrad höher. Also, wir wollen hier natürlich eine Kurve. Und es geht ein bisschen bergab, also wir können ein bisschen Dampf rausnehmen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen. Ein bisschen links. Bisschen zu wenig Break, was wir hier eingerechnet haben. Okay, aber man kann ja nicht immer Birdies spielen, ne? Muss ja auch mal ein paar dabei sein. Ach, guck. Wie lange hat das denn jetzt gedauert, den aufzuladen? Also das tut mir jetzt leid, das ist natürlich ein schöner Vorführeffekt.
We'll never know. Okay. Still has a chance for birdie. Achtung, und der geht zu I like weit. that positive attitude. So not his best work. He'll walk away with a bogey. Ja, das war natürlich jetzt ein schöner Vorführeffekt. Ich dachte, man muss den jetzt auch, weil die bei den anderen Schlägen so schnell im grünen Bereich waren und man hier keine Anzeige hat. You've played your shot and you're waiting on your playing partners to hit their shots, and you just look around and you realize where you are, because you don't really you don't appreciate it that much whenever you're playing, and that's not what you're thinking about. You're thinking about trying to win a golf tournament and not really taking in the beauty of your surroundings. Well, this is one of the most spectacular spots on the entire golf course here at Chambers So, und Bay. juhu, The ninth, Kaymer they hat call it Olympus, McIlroy and what überholt. magnificent views as Rory McIlroy gets set to tee off here on this par 3. And there's a great view too of how exposed this golf course is. So if the wind is whipping, this hole can play very treacherous. Won't play its full yardage, considerably downhill. Club accordingly for that, 1 or 2 clubs less. And green a little narrow when you get So, ein towards the bisschen back. links. So this shot Na, really has to be respected. so, dann wollen wir mal gucken. Na, der ist zu kurz. Den haben wir jetzt zu kurz gelassen. There's a bunker over there. I think he's headed for it. Eieiei, This is der the liegt green natürlich right jetzt here at the ninth. richtig schön im Bunker drin. Also jetzt versauen wir es ein Digs bisschen in, hier. ready for the bunker shot. So, Get a second shot here. müssen wir hier was In a little einstellen bit behind oder that dürfen ball, wir an wieder inch or nicht? Ah, aber Glück gehabt. Gerade noch die Did the smart thing Bunkerkante there, Frank. erwischt, Took aber his das medicine, wird back out onto the wahrscheinlich fairway. wieder ein Bogey werden. Und wir wollen den Kaymer ja jetzt auch nicht den Sieg schenken. So Frank, with this approach Gönn ihm shot, das ja, you need aber to put it in there reasonably close and hope for a bogey. Yeah, and that actually wouldn't be so bad. A string of mistakes, and just to minimize the damage to just one drop shot, you nearly give yourself a pat on the back. also dadurch, dass man nicht mit Y hier gerade in diesem Spielmodus ranzoomen kann, ist das Ganze irgendwie ein bisschen kompliziert. It's that sneaky So, distance. müssen wir mal gucken, dass wir zumindest den Putt jetzt machen. Jawohl, der geht rein, sehr schön. Also, Bogey zumindest trotz der Bunkerlage, das war natürlich jetzt nicht optimal. With the lead, Martin Kaymer. Rory now in second behind Kaymer, looking at a difficult second shot here at the par 3 15th. Missed the green on the left, Rich. Just that pot bunker between him and the hole. And there's only about 8 or 9 feet of green to work with. So this flop shot is going to have to be hit very high to make sure that ball lands soft. And at this point, it's critical to save par. So. Jetzt müssen wir wieder das machen, was wir machen können. So, und dann... Ah, bisschen zu weit. Now on the green has about Das wird wieder ein 10 Kampf feet left werden, hier and das save par. Paar zu spielen. Ne? Rich, you get that feeling. If there's going to be a moment, I think that moment is now. Trying to clean this up, make his par. Nein! Like that one again. Zu wenig Break Struggling a eingerechnet, bit beziehungsweise with the zu flat stick lasch and the drop gespielt. shot here at the 15th hole. Eieieiei. Aber was gibt er uns auch so eine blöde Lage? Well, too bad. He gives one back. Das nächste Bogey. Eieieiei. Final few holes to play, especially of a major championship like the US Open. It's what you've worked so hard for. It's what you've put all those hours of practice in for, and this is your moment. This is your moment to see what you've got against the best players in the world and test yourself at the ultimate level. There's obviously a lot of pressure. You don't want to let an opportunity like this pass you by. You don't want to let it slip. So just stay really focused, really concentrated. Try to take one shot at a time. Try and put the result out of your mind. Control what you can control. But saying that, it is difficult with
so many things going on around you, whether it be the crowd or it could be the person that you're going up against. You know, there's so many So, things that haben you wir den can't Kaymer im control, Hintergrund but, gesehen. you know, the things that you can control, that's what you have to concentrate on, and that's what you have to try and, you know, do to the best of your ability. And if you can do that, that's what gives you the best chance to try and win a huge tournament like the US Open. Well, you couldn't ask for anything more. We're at the 17th. Tie atop the leaderboard. 2 former US Open champions, 2 holes left to play. This is really one of golf's best moments. And we're looking at 2 of golf's finest, and this hole isn't going to be about power, Rich. It's going to be about precision. And so aptly, this 17th So, hole Hole-Map is named gibt's auch. Derailed. Das ist neu Somebody eingefügt, just might be derailed wo man on this einmal very so hole. den Überblick sehen kann, wie das Loch verläuft und auch Entfernungsmarkierungen, gerade am Grün. So, aber ich vermisse immer noch dass wir nach vorne irgendwie mit Y, so kann man überhaupt nicht sehen, was da irgendwie ist. Naja, spielen wir einfach mal. 230 Yards müssen wir, 234 kommen wir hier mit dem Vierer, also nicht ganz auf Anschlag. Und zack, der sieht ganz gut aus. Wenn der jetzt, oh, ist der weit. So weit habe ich den jetzt nicht gesehen. Ja, da brauchen die gar nicht applaudieren, der war jetzt nicht so gut. Also wenn es dunkelgrün wird, dann ist es wohl schon zu weit. So, wollen wir mal gucken. 59, 124 Yards. Am liebsten natürlich dann ein, ja, ich würde fast sagen Flop-Shot. Gucken wir mal, wie weit der ist. Dürfen wir dann, aha, wir dürfen... So, Flop, Flop. Gucken wir mal. Damit kommen wir auf 25. Das ist schon okay. Und dann wollen wir mal zusehen, dass wir den hier jetzt gut hinbringen. Ja, ein bisschen weiter hätte er noch gedurft. War aber auch nicht ganz gerade. Sonst wäre es besser geworden. Now McIlroy cleaning up here at 17. So, ganz leicht rechts. Heieiei, der wird spannend. Rechts, links und dann ist er doch nicht langsam genug, dass er rechts ein bisschen mehr Break-up bekommt. Ah, es wird wieder ein Bogey, wo jetzt aber weitestgehend der Abschlag schuld war. Ja, mal gucken, ob der Kaymer auch Bogey spielt. Frank, this has been just a So, auf der fantastic 18. week, and these last few shots are going to determine the entire championship. Rich, normally you'd think par on the 72nd hole would be good enough to win a US Open, but this par 5 is certainly reachable by these players. Par, no doubt, will not be good enough. Ja, was mich halt nur nervt jetzt bei diesem Tutorial, dass man weder mit Y nach vorne gehen kann, noch kann man die Längen verändern und sich das angucken. Das ist alles so ein bisschen abschätzen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja, was wollen wir machen? Dann wollen wir mal ordentlich draufhauen mit dem ersten Schlag hier den, ja, möglichst nah ranhauen, damit wir vielleicht mit dem zweiten dann auf dem Grün sind. Ja, war jetzt nicht optimal, ne? Scheiße. Den haben wir voll weggesliced. Bad. Und das ausgerechnet jetzt bei dem hier. So, auch hier kann ich wieder nicht gucken, was da hinten ist, wo wir hinspielen wollen. Das ist echt bescheiden. So, nehmen wir am besten... Ja, ich weiß nicht, was wir nehmen. Vielleicht wäre ein Eisen besser, den hier rauszuhauen. Ja, der war okay. Aufs Fairway. Und einen ganz guten Winkel, um den dann ans Grün zu bringen. Auch wenn man halt wirklich ohne Y gar nicht sehen kann, wo man wirklich hinschlägt. Und jetzt müssen wir einen Birdie spielen.
Denn der Kaymer führt einen Schlag. Das heißt 2 und dann muss der rein. It's a dream scenario, Rich. You just dream that you're going to have the 2 best players in the game vying it out, coming down to the very last hole. That's exactly what we have right now. So far, they've provided great golf. It's going to take something even better than that right now to determine who's going to win. Oh ja, oh ja, oh ja, der kommt. Und der war richtig gut. Auf das richtige Plateau vom Loch. Das könnte sogar hier noch das Birdie werden, obwohl der Abschlag so scheiße war. Ja, die war ein bisschen mehr. Nein! Ah, und dann ist er einen Zentimeter neben dem Loch und will nicht fallen. Bitte was. Ärgerlich, aber vielleicht spielt der Kaymer ja einen Bogey. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass Kaymer hier US Open gewonnen hat. Kaymer really put on a show. This will forever be remembered as one of the best finishes in Major Championship history. Herzlichen Glückwunsch, Martin Kaymer. Ich gönne es dir. Lose a lead or you lose a major, or it doesn't quite work out the way you had hoped. At that moment in time, there's obviously a lot of disappointment, but I think that passes and you use that as motivation for the next one, and that's the only way you can view it. You can't feel sorry for yourself, or you can't get down about it, because what's happened's happened. The past is the past, and you move on. But you use it as motivation not to let it happen again. My toughest loss was the 2011 Masters, when I had a 4-shot lead going into the final round, and completely blew up on the back 9. It was a very tough moment for me. It was very disappointing, but I used that as motivation to say to myself, that's not going to happen again. That's not the player I am. That's not the player I want to be. I used it in a way that 70 days later, I won my first US Open and my first major. So sometimes disappointments can be catalysts for good things to happen in the future, and it's just how you react to it. And I feel like, if you react to your disappointments in the right way, they can be very beneficial. Ja, da sind wir im Hauptmenü. Und also es ist wirklich abgespeckt, ne? Ich dachte jetzt durch EA Access, dass man da wirklich ein bisschen mehr Inhalt hat. Naja, wir werden es so machen, dass wir in der nächsten Folge mal ein bisschen spielen auf Play Now. Und ja, scheinbar geht noch nicht mehr. Finde ich ja schade. Ich dachte, man hätte jetzt schon die Vollversion. Aber er ist auch noch am Runterladen. Also vielleicht lädt er ja runter. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 13 Uhr zur nächsten Folge. Und ob das dann Karrieremodus sein wird oder nicht, das sehen wir dann. Ich sage danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis dann hier bei Let's Play Rory McIlroy PGA Tour. Ciao.